okay, hey, den kann er easy abvolieren. Ja, wenn es da dann aufhört, dass das dann auch nicht mehr passiert. Dann soll ich vielleicht deinen Partner wechseln. Auch so gesagt, Papa, ich will Tennisprofi werden, oder? Ja, meiner Meinung nach war ich da noch zu jung, da habe ich nur aufs Maul gekriegt. Hey, servus Leute, ich bin heute mit dem Richie da. Ich habe selbst mal unter dir trainiert, für, glaube ich, ein paar Monate oder ein halbes Jahr sogar. Genau, und ich würde sagen, ich schätze dich als Trainer sehr, sehr stark. Und ja, als Spieler kenne ich dich leider nicht, aber habe vieles von dir gehört. Und ich glaube, dass es ja, ganz sinnvoll wäre, wenn wir heute ein bisschen was von dir erfahren. Ja, vielleicht am Anfang sag einfach, wer du bist, wie alt du bist, dass die Leute einfach ein bisschen was von dir erfahren. Servus Leute, ich bin Richie Wade, 33 Jahre alt und Trainer auf der ATP-Tour und war früher selber auch Spieler. Sehr gut, perfekt. Also haben wir eigentlich schon ein bisschen was erfahren. Genau, aber bevor wir du hast jetzt gesagt, du bist ATP-Trainer auf der ATP-Tour, hast auch namenhafte Spieler, die du betreust und trainierst. Aber vielleicht bevor wir mit dem Ganzen anfangen, wie bist du zu dem Ganzen gekommen? Also Tennis und zu dem Ganzen, was du jetzt machst? Also zum Tennis relativ simpel. Dadurch, dass mein Vater auch Tennistrainer war, ja, bin ich sehr, sehr früh in Berührung mit dem Sport gekommen. Aber was ich meinem Vater auch zugute halten muss, ist, der hat mir nicht nur Tennis gezeigt, sondern auch viele andere Sportarten. Und irgendwann ist es so viele Sportarten an sich geworden, dass er mal gesagt hat, hey, Junge, du musst dich mal entscheiden, was möchtest du denn eigentlich machen? Und dann habe ich gesagt, eigentlich hätte ich schon Bock, Tennisprofi zu werden, schon im sehr, sehr jungen Alter. Wie alt warst du? Weißt du das? Circa 10, 11, würde ich sagen. Und da hat dann mein Vater gesagt, ja, möchtest du halt wirklich werden? Und dann war es so für mich, ja. Und dann haben wir das Ganze so forciert, dass wir in die Schiene Tennisprofi heranwachsen. Okay. Ja, da haben wir ein bisschen vielleicht Parallelen. Dein Vater Tennistrainer, mein Vater Tennistrainer. Kennen sich auch, ja. Genau, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein bisschen mehr in das reingezogen wurde. Ich habe natürlich Tennis gespielt und 2, 3 andere Sportarten natürlich auch. War es bei dir da anders oder war dann so, dadurch, dass der Papa Tennistrainer ist, war es eigentlich schon so, also die Eltern haben da nichts, also bei mir war es so, mein Vater hat nichts gesagt, aber innerlich dachte ich mir so, also eigentlich wäre es schon eine kleine Beleidigung, wenn ich sage, ich werde jetzt Fußballprofi oder Handballprofi oder irgendwas anderes. Ja, war eigentlich auch so, muss ich sagen. Ja. Also mein Vater ist ja auch noch Golfprofi nebenbei zu seiner Tennisschule. Und dann war da so ein bisschen der Zwiespalt, okay, Golfen könnte ich auch noch sagen, aber in Wirklichkeit habe ich mir immer gedacht, eigentlich will er hören, dass ich Tennis sage. Ja. Also das war... Also, welche anderen Sportarten hast du gemacht, außer Tennis? Basketball, im Handballclub war ich noch, eine Zeit lang kurz Eishockey gespielt. Glaubt man gar nicht, aber tatsächlich war ich auch auf dem Eis unterwegs. Fußball natürlich auch. Ja. Aber Mannschaftssportarten waren jetzt nicht so meins. Ja. Kann ich auch gar nicht sagen, warum, aber da war immer zu viel, auf die anderen musste man Acht geben oder beziehungsweise deren Leistung hat mitgezählt und ich habe immer gedacht, das ist so unfair, ich gebe hier gerade alles und die anderen, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich habe schon das von vielen Tennisspielern gehört. Leute interpretieren dann bestimmt so rein, ja, das ist ein richtiger Einzelsportler, das ist ein richtiger verschlossener Typ, aber es stimmt überhaupt gar nicht. Es ist einfach nur dieses, ja, wenn ich gewinne, bin ich dafür schuld, genauso wenn ich verliere, bin ich dafür schuld, will ich dafür schuld gemacht werden und nicht irgendjemand anders. Und ja, so ist es bei mir im Tennis auch. Wie stehst du zu Doppel dann? Weil da spielst du auch mit einer anderen Person. Ja, aber da hast du mehr Einfluss. Ich finde, du kannst mit einem Doppelpartner viel besser kommunizieren, wie jetzt mit 11 Leuten auf dem Fußballfeld. Ne? Ja, stimmt. Wenn da jetzt einer einen Fehler macht, sagst du, okay, beim Fußball kann es zu Ende sein, dann kann 0-1 sein, weil der Abwehr irgendwie einen Fehler gemacht hat. Beim Tennis ist ja gut, dass selbst wenn ein Partner Fehler macht, hast du immer noch die Macht, ihn da irgendwie rauszuziehen, zu helfen, auch zu unterstützen, weil im Endeffekt wird ja abwechselnd retourniert, ja, und du bist immer noch zuständig dafür, dass es jetzt nicht zum Beispiel 0-30 steht, sondern 15 beide stehen kann, ja, oder deinem Gegner oder deinem Partner so einen Ball hinservierst, dass er sagt, okay, hey, den kann er easy abvolieren. Ja, wenn es da dann aufhört, dass das dann auch nicht mehr passiert. Dann soll ich vielleicht deinen Partner wechseln. Also direkt, wenn dann dein Doppelpartner den Volley nicht reinspielt, einfach direkt sagen, sorry, aber das Jahr spielen wir nicht mehr. Also gut. Mit 10 hast du dann gesagt zum Papa, hast du auch so gesagt, Papa, ich will Tennisprofi werden, oder?
Ja. Okay. Und wie waren dann die weiteren Schritte? Also hat er dann gesagt, okay, alles klar, Richie, ich nehme dich jetzt unter meine Arme und du machst jetzt das, was ich dir sage und dann wirst du Tennisprofi, oder ist es anders abgelaufen? Gemacht, was er gesagt hat, habe ich ja eh immer. Ja. Aber wir haben einfach die Trainingseinheiten erhöht. Okay. Also ich habe vorher schon relativ viel Tennis gespielt und dann wurden einfach die Trainingseinheiten täglich intensiviert, länger, und so ist das Ganze dann eigentlich entstanden. Und dann war Papa Trainer? Papa war Trainer, bis ich 14, 15 war. Und dann bin ich eigentlich sozusagen meinen ersten Profischritt gegangen, wo ich dann in der Academy gewechselt bin. Okay, 14, 15, da gehen normalerweise Leute noch zur Schule. Ja. Wie war es für dich? Du bist dann in die Academy gegangen, warst du noch in der Schule? Also ich habe meinen M-Zweig noch zu Ende gemacht. Okay. Und bin dann zur Pillage Academy nach München. Der M-Zweig ist? Mittlere Reifezweig. Ah, okay. Du hast dann mittlere Reife gemacht und dann Pillage, Niki Pillage, der ist doch in München. Der ist in München, genau. Ja. Okay. Bist du dann auch umgezogen, oder? Ich habe dann dort im Internat gewohnt, ja. Oder in der Academy. Okay. Die hatten ein Zimmer und dann... Für wie lang? Wie lang war das? Boah, da war ich, glaube ich, von 2006 bis 2008 circa. Na, noch länger, weil die haben dann eine Zweigstelle aufgemacht. Bis 2009. Okay. Ja, so 3 Jahre. Okay, und erstens die Frage, die ich mir stelle, wieso weg von Papa? Ich glaube, ich kann es mir selbst beantworten, weil ich den Fall auch habe oder hatte. Ja, erstens vielleicht mal das rausbekommen. Relativ simpel. Das hat mein Vater so entschieden. Der hat gesagt, du musst jetzt weg von mir, weil ganz einfacher Grund, ich kann nicht Geld verdienen und dich gleichzeitig trainieren. Stimmt. Und er hat gesagt, ich muss entweder, trainiere ich nur mit dir, verdiene aber nichts, weil es ein riesen Zeitaufwand wird mit 16. Ja, da bist du dann nicht mehr 1-2 Stunden am Platz, wie als Kind, sondern da bist dann halt schon tagtäglich deine 4 Stunden on Court, teilweise auch mit 16, kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, länger als 4 Stunden, weil einfach so viel zu tun ist. Technisch hier noch die ganze Ausbildung in dem Alter ist extrem zeitaufwendig. Ja, klar. Und dann hat er gemeint, okay, Academy ist sinnvoller, ich verdiene das Geld und zahle dann halt die anderen, was ihm nicht leicht gefallen ist, muss man sagen. Aber ja, klar. Ja. Ich verstehe es, ich weiß ja selber auch, dass es jetzt nicht der einfachste Schritt ist für Eltern. Ja, vielleicht hat er es dir nicht so gesagt am Anfang, aber vielleicht danach später bei mir. Genau so hat er es mir gesagt mit 16. Okay. Ja, aber wenigstens direkt. Ich meine, ist auch nicht so schlecht. Genau, aber was nimmst du aus jetzt Pillage raus? Also jetzt bist du, wie alt nochmal? Jetzt bin ich 33. Du bist 33 Jahre alt, du warst 2,6 bis 2,8, hast du gesagt, beim Pillage. Ja. Was nimmst du Pillage mit? So, was wurde da trainiert? Vielleicht irgendwie einer, der nicht mehr weiß, wer Niki Pillage ist. Also ich kenne ihn ja noch, aber vielen Leuten sagt er vielleicht nicht. Vielleicht, dass du irgendwie sagst, wer das überhaupt ist, was da trainiert wurde, was da so mitgenommen hast. Ja, Pillage. Erstmal selber sehr, sehr guter Tennisspieler, war Nummer 4 der Welt, Kroate. Okay. Trainer vom, ich glaube nicht Boris Becker, aber er war Davis Cup Team Captain für Deutschland eine Zeit lang. Ja. Hat das mit denen, glaube ich, auch 2-mal gewonnen, den Davis Cup. Also sehr, sehr erfolgreich von den Erfolgen, was er da erreicht hat im Tennis. Als Spieler und als Trainer. Und was haben wir trainiert? Gute Frage. Ich muss Tennis. Sagen, ja, Tennis. Auf jeden Fall Tennis, aber wenn ich jetzt so zurückdenke, ist das genau das, was eigentlich meiner Karriere extrem geschadet hatte, weil kein richtiger roter Faden da war. Man hat halt einfach, wie du gerade gesagt hast, Tennis trainiert, aber ich habe kein eigentliches Ziel dahinter gesehen. Wenn ich jetzt zurückdenke und sage, okay, ich erinnere mich an ein paar Einheiten und ich könnte aber nicht sagen, was ist das für ein Benefit. Klar, allein dadurch, dass ich viel mehr Tennis gespielt habe als vorher, bin ich besser geworden. Aber warum, wieso, weshalb man was gemacht hat, ist mir heute noch unklar. Also die Idee dahinter hat mir so ein bisschen gefehlt. Okay, also hatten die nicht so einen klaren Spielstil von dir? Also, oder du wusstest danach nicht wirklich, spiele ich jetzt das oder was mache ich jetzt? Oder wie war das? Also sehr schlägeorientiert war das Training so ein bisschen.
klar, mal Vorhand, mal Rückhand und hier und da und Ball reinspielen, aber alles und nichts. Weißt du, wie ich meine? Okay, ja. So, ja, der Rückhand funktioniert nicht. Gut, dann trainieren wir halt Rückhand. Ja. Ja, aber warum funktioniert eine Rückhand nicht? Nie rausgefunden. Das wurde nicht hinterfragt. Ja, genau. Okay. Und dann warst du 18? Dann war ich 19. Ja. Dann kam der Markus Zöcke in die Pillage Academy und die haben dann eine Zweigstelle aufgemacht in Österreich. Mhm. Und dann habe ich eigentlich bei ihm dort trainiert. Mhm. Auch für ein Jahr am Weichsee. Wo? Weichsee, Österreich. Okay. Da hatte ich dann eigentlich in der Nähe von Kufstein ist das. Ah, okay. Ja, jetzt sagt mir was. Ja. Und ja, da eigentlich auch ein ähnliches Bild abgegeben. Ja. Okay, also auch so gar nichts. Und also Markus war ja selber auch ein sehr, sehr guter Spieler. Ja. Hat sehr gut serviert. Muss sagen, hat er mir helfen können? Ja, auf jeden Fall in gewissen Punkten, aber ich glaube nicht für mich geeignet als Spielstil generell so. Okay, also hat er eher so seinen Spielstil aufzwingen wollen oder was? Weil es gibt ja gerne Tennistrainer, die dann das, was sie früher gespielt haben, sagen, okay, das ist das Richtige und nur mit dem habt ihr Erfolg. Ja, nicht unbedingt, sondern eher eigentlich dieses härte Arbeiten hat er mir dann so ein bisschen näher gebracht. Das war ganz cool, aber Tennis würde ich heute immer noch sagen, okay, nicht einmal aufschlaglastig, obwohl er selber ein sehr, sehr guter Aufschläger war, ne? Sondern auch immer nur probiert, gewisse Sachen zu verbessern bei mir, aber ohne Idee. Okay. Und das war so ein bisschen das, was ich heute reflektieren kann. Früher habe ich das nicht verstanden. Einfach blind in den Wald reingelaufen. Okay, also Tennis war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, wenn man so sagen kann. Wie sah es athletikmäßig aus dort zu der Zeit? Gab es Athletiktraining oder war das Athletiktraining einfach das, was du auf dem Tennisplatz machst, ist auch Ausdauertraining? Muss sagen, Athletiktraining war sehr gut. Okay. Athletiktraining beim Pillage, da hatten wir den Chris. Der hat das super gemacht, mit dem habe ich mich auch sehr, sehr gut verstanden. Auch im Nachhinein würde ich sagen, den würde ich jederzeit wieder nehmen. Der hat das wirklich, wirklich gut gemacht und der hat auch bei mir immer so gesehen, der hat immer zu mir gesagt, ich bin ein roher Diamant, der nur geformt werden muss. Und der hat das wirklich auch so individuell für mich gestaltet, dieses Fitnessprogramm und allem drum und dran und gemacht, getan. Und da hat man richtig gemerkt und das ist auch relativ schnell vorwärts gegangen, muss man sagen. Ja. Okay. Also würde man sagen, Athletikbereich sehr ansprechend, Tennisbereich vielleicht jetzt nicht die erste Wahl, wenn du nochmal die Chance hättest. Dann gab es irgendwann mal die Zeit, wo du gesagt hast, okay, ich bin da jetzt raus und wo ging es dann? Was war dann los mit deinem Tennis? Also du hast damals schon dann auf den Future, damals hieß es Satellites oder? Ja, Future, bei mir waren es Future. Bei dir war es schon Future. Dann warst du schon noch auf der Tour. Also da war ich schon voll auf der Tour, ja. Also mit wann hast du angefangen auf der Tour? Mit 16, 17. Okay. Dann direkt schon im ersten Jahr gepunktet oder? Im zweiten Jahr, mit 17 dann. Ja, weil ich bin ja zum Pillage gekommen und die haben dann gesagt, Juniors brauche ich nicht spielen, ich soll direkt auf die Herrentour gehen. Okay. Und meiner Meinung nach war ich da noch zu jung, da habe ich nur aufs Maul gekriegt. Sehr früh, Selbstvertrauen, hat richtig gebröckelt, aber dann mit 17 habe ich dann sozusagen meine ersten Punkte geholt. Okay. Ja, und was war dann die nächste Anlaufstelle für dich? Die nächste Anlaufstelle war dann eigentlich immer noch Pillage sozusagen. Also dadurch, dass ja Pillage die Zweigstelle aufgemacht hat, die dann aber wieder zugemacht hat. Und ich wieder eigentlich zurück zum Pillage und da war der Michael Schwarz damals. Der war der Bruder vom Besitzer von der Academy, also Mitbesitzer. Und habe dann angefangen bei dem zu trainieren. Der hat dann eigentlich aufgehört beim Pillage, weil Pillage generell auch wieder so finanzielle Probleme hatte. Die Academy hat dann auch so ein bisschen zugemacht und dann bin ich privat zu ihm nach Spanien gegangen. Okay. Das ist dann auf Mallorca trainiert. Das ist ein Kultureller Unterschied. Ja, aber das war, muss ich sagen, das war die beste Phase in meinem Tennis, die mir nicht am meisten geholfen hat, sondern mich am meisten entwickelt hat. Okay.
Wo warst du? In Mallorca hast du gesagt? Auf Mallorca war ich, ja. Okay. Für wie lang und war das Trainer und Spieler 1:1 Betreuung? Das war 1:1 Betreuung, ja. Ich und der Michi. Ja, im Endeffekt hat er selber auch schon einen Spieler davor gehabt, den Adam Femelka, Tscheche. Den hat er bis 200 in der Welt gebracht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, kannst du mit dem eigentlich arbeiten, weil wir uns auch sehr, sehr gut verstanden haben. Habe dann bei ihm auch gelebt. Und das war dann eigentlich schon fast so wie ein Ziehvater für mich zu der Zeit. Was standest du damals, bevor du zu ihm mit ihm angefangen hast zu arbeiten? Weißt du es? Stand ich so 1400 oder so. Okay. So ein paar Pünktchen. Ja, aber findest du, war es damals schwieriger zu punkten oder ist es jetzt schwieriger? Jetzt aktuell deutlich schwieriger. Okay. Also früher war wirklich, in der Qualifikation gab es ja auch noch nicht so viele Tennisspieler. Ja, du hast dann 1, 2 Qualis gehabt, ja meistens 2, hin und wieder auch mal 3. Aber wenn du jetzt so Griechenland vergleichst, zum Beispiel heute und damals, da hast du in der Quali die ersten 2 Runden hast du freilos gehabt, gegen irgendwelche Leute gespielt, die halt da halbert Urlaub gemacht haben. War wirklich so. Und dann im Quali-Finale hast du mal die erste Challenge bekommen. Und dann ging es halt darum, im Hauptfeld, ist wie jetzt auch, da hast du dann halt zu punkten, da hast dann halt deine Spieler gehabt, wo du gesagt hast, okay, ja, ab und zu hast du dann Glück gehabt, weil da haben dann Leute gepunktet gehabt, die in irgendwelchen schwachen Turnieren waren, in Afrika. Die Infrastruktur war ja damals auch viel, viel schlechter. Und deswegen sind nach Afrika Leute selten geflogen. Und wenn du gesagt hast, du willst einen Punkt holen, dann fliegst du nach Afrika. Okay. Ja, das ist heutzutage nicht mehr so. Ich habe letztens, glaube ich, Indien habe ich überlegt zu spielen. Habe den Cut gesehen und der war besser als in Europa. Und da kann auch wirklich jeder spielen. Das ist ja auch das ist auch sehr schwül, glaube ich. Ja, die Bedingungen sind sehr hart. Ja. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Also heutzutage würde ich sagen, du bist ein bisschen tougher als früher. Wobei früher war es jetzt auch nicht so. Das war jetzt auch nicht so, dass du auf ein Turnier gehst und dann, ja klar, ich habe jetzt einen Punkt und ich spiele jetzt Finale hier, bla bla bla. Das nicht, also in Europa sowieso nicht. Da hast du ja die ganzen guten europäischen Spieler gehabt. Ja. Aber wenn du gesagt hast, okay, du fliegst jetzt mal nach Griechenland zum Beispiel oder Ägypten oder ich glaube in Nigeria gab es noch mal ein paar Turniere, das habe ich zwar nie gemacht oder so, aber da hast du dann schon eigentlich fast safe einen Punkt holen können. Okay. Ich persönlich habe das nie gemacht. Klar war ich in Griechenland und so, das war eigentlich so meine Lieblingsdestination. Echt? War ich sehr, sehr häufig, da gab es auch die meisten Turniere damals. Da war Türkei noch, Tunesien bei mir gab es noch gar nicht, wo es ja jetzt so relativ viel ist. Ägypten? Gab's das auch schon? Ägypten gab es auch wenig. Okay. Es war wirklich teilweise, Griechenland war das, so wie heute jetzt Tunesien. Da gab es fast jede Woche, oder nicht jede Woche, aber viel mehr Turniere. Auch als heute. Früher haben die viel mehr gemacht. Und ja. Da warst du dann unterwegs. Ja. Wie lange warst du dann mit dem Schwarzmichi? Auch circa 1,5 Jahre. Okay. Das ist dann auch auseinandergegangen, eigentlich wegen Kosten. Weil 1:1 Betreuung ist halt extrem teuer und irgendwann ist dann so, schuldest du dem Trainer Geld, der muss aber auch irgendwie überleben. Klar. Und dann spielt 1:1 zusammen und dann sagt man, hey, das geht ja nicht, du kannst nicht leben, ich kann nicht mit dem Gedanken leben, dass du wegen mir leiden musst, weil die Zahlungen halt zu spät kommen oder halt nicht rechtzeitig. Aber wo ich dann auch wirklich jeden Cent zusammengekratzt habe oder gesagt habe, okay, hey. Ja, klar, ich verstehe. Ich meine, 1:1 Betreuung hast, dass du ihn bezahlst, das, was er als Summe fordert. Und wenn mehrere Spieler sind, ich meine, dann wird es aufgeteilt. Das ist eine ganz einfache mathematische Rechnung. Ja. Wo ging es dann für dich hin? Wie war es körperlich für dich? In welcher Ranking-Position warst du da zu der Zeit? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich dann circa 700, stand ich in der Welt. Weil ich in Spanien einfach auch gelernt habe, mal den Ball ins Feld reinzuspielen. Da hast du gegen Leute gespielt, die konnten kein Tennis spielen, aber sie konnten den Ball ins Feld reinspielen. Ja. Da habe ich mir extrem schwer getan. Am Anfang schöne Schläge, aber halt, wenn du nur 3 reinspielst, bringt es dir auch nichts. Ne? Hast du recht. Ja. Und in Spanien dann einfach mal gelernt, die Pille ins Feld reinzuspielen. Ja. Dann bin ich tatsächlich nach Hannover in die Base gegangen.
In die Base von, also so wie das Landesleistungszentrum in Oberhaching? Genau, das gibt es auch in Hannover. Ja. Dann war ich dort, da gab es eine kleine Gruppe. Das waren Marco Lenz, George van Massow, Timon Reichelt und ich. Stefan Seifert war noch dort. Also alle eigentlich gute Spieler. Ja. Und wie bist du dazu gekommen nach Hannover? Weil ich meine, du bist erstmal München, dann Österreich, dann Mallorca und dann wieder zurück Hannover. Also, wie alt warst du da? Wie alt war ich da? Hannover war ich dann 21. Okay. Ja, 21 werde ich gewesen sein, wo ich dann nach Hannover gegangen bin. Also relativ viele Stationen, aber muss sagen, war nie so wirklich meine Idee, jetzt gerade da den Trainingsort zu wechseln, sondern hey, Pillage damals, okay, ihr Profis werdet ausgelagert nach Österreich, ihr trainiert jetzt alle dort. Dann hat die Academy geschlossen, dann eigentlich wieder zurück zum Pillage und da dann die insolvent gegangen, sozusagen. Dort dann eigentlich bei dem Pillage-Trainer geblieben. Und ja, und dann im Endeffekt gleiche Spielchen wieder, finanziell. Habe ich dann eigentlich nur was gesucht, weil ich die Leute dann auch auf dem Turnier getroffen habe, auf den Future und so. Den Nikolaus Bruns damals war der Trainer. Und da haben wir uns dann bei den Turnieren so unterhalten, so hey, wie schaut es denn aus mit Training? Ist da eine Möglichkeit? Und vor allem bist dann auch vom Deutschen Tennisbund unterstützt worden ein bisschen. Also hat es nicht so hohe Trainingskosten. Ja, und dann habe ich meinen Stützpunkt nach Hannover verlagert. Okay, wie lange warst du da in Hannover? Hannover werde ich 1 Jahr gewesen sein. Okay, wie war das Training dort? Gut. Da habe ich mal, da habe ich mal wirklich verstanden, was es eigentlich so heißt, zu arbeiten. Okay. Ich würde sagen, vorher habe ich nie wirklich trainiert, sondern gespielt. Okay, würdest du dich eher als jemand bezeichnen, der Talent hatte und sein Talent nicht ausgenutzt hat? Oder eher der jedes Mal hart ackert, jedes Mal jeden Tag ins Gym geht, jeden Tag 4 Stunden auf den Platz geht? Oder wie würdest du dich beschreiben so als Tennisspieler, wenn man vielleicht so ein bisschen weiß, was du für ein Typ Spieler warst? Weder noch eigentlich. Ich würde sagen, ich war nicht faul, aber ich war auch nicht fleißig. Ich habe einfach immer nur das gemacht, was man mir gesagt hat. Ja, das ist dein also wenn ich zum Beispiel dann jemanden hatte, also kann man auch sagen, einfach nicht eigenständig, ja, aber auch nicht faul. Weil wenn ich jemanden hatte, der zu mir gesagt hat, du musst es machen, das und das und das, habe ich das alles gemacht. Wenn ich aber niemanden hatte, dann ist aber auch nichts passiert. Okay, also wenn ein Coach dir sagt und mit dir mitgeht und sagt, du machst 3 mal 10 Sätze, dann habe ich 3 mal 10 Sätze. Dann hast du 3 mal 10 gemacht. Ja. Wenn es vielleicht 8 Uhr abends ist und der Coach sagt, ja, geh alleine, dann wirst du dir zweimal überlegen, ob du 3 mal 10 Sätze machst oder wirst du dann die 13? Nee, dann habe ich es gemacht. Also sobald man mir Aufgaben gegeben hat, dann habe ich die Aufgaben erledigt. Hast du auch gemacht, ja, das war dann kein Problem. Nur wenn ich keine Aufgaben bekommen habe, ist diese Eigenständigkeit für selber die Idee zu machen und zu sagen, hey komm, du könntest ja 3 mal 10 Sätze machen oder Aufschlagtraining oder irgendwie sowas. Okay, also wenn der Coach jetzt nicht sagt, du Richie, wir gehen jetzt mal hier, im Match lief der Surf nicht, geh mal 1 Stunde servieren, wärst du sonst nicht 1 Stunde servieren gegangen? Dann vielleicht schon. Na, also da gab es auch Zeiten, wenn ich Matches wirklich verloren habe wegen irgendwelchen gewissen Sachen, zum Beispiel dem Ausschlag, dass der nicht funktioniert hat, dann ist schon der innere Ehrgeiz ist der extrem entstanden und hat gesagt, okay, hey, shit, mein Ausschlag hat überhaupt nicht funktioniert. Da bin ich direkt nach dem Match hingegangen, habe mir Bälle genommen und habe serviert. Okay. Weil ich einfach wollte, dass das funktioniert. Aber wenn alles funktioniert hat, da noch einen Stiefel draufsetzen und sagen, hey komm, jetzt mach mal eine Athletik mehr oder mach mal was mehr für deinen Körper oder regenerativ oder in die Richtung eigentlich sozusagen. Okay. Da dann nichts gemacht. 21 warst du dann in Hannover, also bist du mit 22 da raus. Oder? Bin ich richtig? Ja. Wo bist du dann hin oder war dann schon finito mit Tennisprofi sein? Da war dann schon vorbei, weil wir haben eigentlich, wie ich gesagt habe, relativ hart trainiert dort. Da habe ich mal wirklich gemerkt, okay, was heißt es zu trainieren? Und bin erstmal echt schlechter geworden im Tennis, weil ich die ganze Substanz oder diesen ganzen Umfang gar nicht vertragen habe, was da passiert ist. Bin dann nach Griechenland aufs Turnier gefahren und da hat es dann auf einmal Klick gemacht. Da kam dann alles so ein bisschen zusammen.
Habe eigentlich ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Bin dann... Was standest du damals? 700. Okay. Also immer gehalten, so die 700, beziehungsweise ist ja nicht viel vergangen, es waren ja immer nur ein Jahr oder irgendwie sowas. Ja, ja, und dann habe ich mir das Kreuzband gerissen in Griechenland bei dem Turnier. In Griechenland? In Griechenland beim Turnier. Gerade die ersten 2 Turniere mit dem Coach gegangen, sozusagen. Gespielt, super Preseason hinter mir gehabt. Und was wird das gewesen sein? Februar, März, die Richtung. Verloren im Viertelfinale, weiß ich noch, gegen Robin Kern. Am nächsten Tag Abflug gehabt. Haben wir gesagt, gut, machen wir abends noch irgendwie eine lustige Fußball-Session auf dem Tennisplatz. Und witzigerweise habe ich mir dann da das Kreuzband gerissen. Aber gar nicht in einer Aktion oder irgendwie sowas, sondern einfach, weil die Plätze damals so in schlechtem Zustand waren, dass ich einfach beim Gehen in ein Loch reingetreten bin, umgeknickt, wollte mich abfangen und dabei ist dann das Kreuzband gerissen. Also, ja, da haben wir auch wieder eine Parallele. Ja. Aber ja, ich habe schon viele Sachen gesehen, dass Leute sich Kreuzbänder reißen können. Da schaut's aus, Alter, der ist einfach nur ein bisschen mit seinem Knie rein. Aber wenn es, glaube ich, falsch steht, irgendeine Position nicht hat und vor allem, wenn du davor, glaube ich, ein bisschen ermüdet bist oder so, ja, genau, dann kann es, glaube ich, sehr schnell gehen. Ja. Knie dann dick geworden oder? Boah, oder Knie habe ich erst gar nicht so richtig gemerkt, muss ich sagen, weil ich du umgeknickt bist, gell? Zur gleichen Zeit ja die Bänder gerissen. Die Außenbänder gerissen am Knöchel, dass das eigentlich viel mehr wehgetan hat als das Knie. Ich bin dann eigentlich nur wieder aufgestanden und als ich versucht habe zu belasten, bin ich wieder hingefallen, habe ich gemerkt, so irgendwas stimmt am Knie nicht, aber der Schmerz am Knöchel hat eigentlich viel mehr weh. Okay. Ja gut, ich glaube, da gibt es auch keine Rezeptoren am Kreuzband, die sagen, ja, jetzt ist dein Kreuzband durch. Ja, sowas bei mir auch, glaube ich. Ja. Dann bist du heimgeflogen und was war dann? Also wie ist das Ganze dann abgelaufen? Boah, wie ist das Ganze dann eigentlich abgelaufen? Und das ist eine gute Frage, aber das ist, glaube ich, genau da, wo dann die Karriere zu Ende gegangen ist. Gar nicht beim Kreuzbandriss selber, sondern einfach, wie das danach professionell behandelt worden ist oder nicht professionell behandelt worden. Erstmal war ich im Krankenhaus. Ja, hat sie halt die ganzen Tests gemacht. Natürlich haben die relativ gut funktioniert, weil Tennisspieler ja gute Muskulatur haben und die Muskulatur dagegen hält. War dann mit einem Olympiastützpunkt beim Arzt. Ja. Da hatte ich dann das Pech, dass der Arzt seine letzte Woche hatte, bevor er in Rente geht. Hat mich eigentlich komplett abgeschenkt. Gesagt, ja, nee, passt. Das MRT haben wir kurz gemacht, aber wie ich im Nachhinein erfahren habe, da war viel zu viel Blut drin noch im Knie, dass man überhaupt was sehen hätte können. Also die Blutstriemen haben dann das irgendwie so verbunden, dass das aussah, als wäre es intakt. Und ja, dann habe ich eigentlich, und das war der Fehler, auch ein halbes, dreiviertel Jahr weiter trainiert. Ohne Kreuzband? In Hannover, ja. Also klar, 2-3 Monate Pause gemacht, dann ein halbes Jahr wieder so ein bisschen gespielt und das Knie ist halt immer wieder dick geworden. Immer wieder dick geworden. Und dann eigentlich wieder zum Olympiastützpunkt Arzt gegangen, dann war der Neue schon wieder da. Der hat mich dann gesagt, ja okay, da muss irgendwie was sein. MRT wieder gemacht, das Knie aufgemacht und hat festgestellt, ja, mein Kreuzband, also 99% war davon weg. Einfach da hing nur noch ein kleiner Mini-Faden am Kreuzband dran, der das noch so ein bisschen intakt hat. Du hast ein halbes Jahr Tennis gespielt mit einem gerissenen Kreuzband. Ja. Also mir haben sie gesagt, Dennis, schau, wenn du jetzt im Alltag überleben willst, irgendwie gehen kannst, ein bisschen joggen kannst und so weiter, gar kein Problem, brauchst du gar kein Kreuzband. Sobald es aber ein bisschen in den Leistungssport gehen sollte oder du einen Kontaktsportart machen willst, dann kannst du es komplett vergessen. Dann brauchst du ein neues Kreuzband. Also krass. Ja. Sick. Ja, ich hab's nicht gewusst, ne? Und ja, klar. Immer wieder trainiert. Ja. Ging dann wieder so für 1-2 Stunden. Dann ist das Knie halt extrem dick geworden. Vor allem man vertraut ja dann auch den Ärzten, gell? Ja, genau. Man steht da so dran und denkt sich so, ja, also es kann ja eigentlich nichts sein, weil der Arzt sagt, dass alles intakt ist, also ist alles intakt. Ja, richtig, ja. Krass, Alter. Und da bin ich dann auch tatsächlich richtig in Beef mit meinem Trainer reingekommen. Gab's richtig Ärger oder beziehungsweise
ja, wie kann man das am besten sagen? Stress. Stress ist ein gutes Wort, ja. Weil ich natürlich irgendwie immer in jeder Einheit irgendwann gesagt habe, hey, mein Knie tat weh. Oder habe dann mal, je nachdem, was wir trainiert haben, das ging dann nächsten Tag ging es wieder nicht, weil wir irgendwie was anderes trainiert haben. Und bin dann natürlich dann auch immer wieder auf Turniere gefahren und habe dann meistens immer einen Satz gespielt. Es war gut und dann irgendwie danach nicht mehr laufen können, verloren. Und habe dem Trainer dann halt immer gesagt, so, ja, mein Knie tat so weh, ich konnte dann nicht mehr spielen. Und irgendwann hat er halt gesagt, hey, wenn ich noch einmal was von deinem Knie höre, dann fliegst du